Es ist die zweite Tour und wir haben ja gestern schon etwas vorbereitet. Du siehst es direkt hinter mir. Diese Illustrationen werden wir heute gemeinsam weitersprühen. Apropos sprühen, gutes Stichwort, denn genau da sind wir schon mitten im Thema. Wie du siehst, ist hier alles sehr unscharf. Und das hat einen Grund. In der Airbrush-Malerei gilt, von unscharf nach scharf geht immer. Das ist genau das, was wir heute erarbeiten. Aber andersrum, von scharf nach unscharf, das ist mit sehr viel Aufwand verbunden. Also, wir merken uns das schon mal. Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Rainer Godi-Johann, alias Godi von der Wasserstraße. Hier auf meinem Kanal GoDesigns nehme ich dich mit auf die Reise in die faszinierende Welt der Airbrush-Malerei. Sprühen, lernen, staunen, einfach rundum erleben. Lass uns direkt loslegen und schauen, was geht. Du willst die Airbrush-Malerei erlernen, weißt aber nicht, wo du anfangen sollst? Dann bist du hier genau richtig. Bleib dran. Wo waren wir denn nochmal stehen geblieben? Von unscharf nach scharf geht immer. Genau, das können wir heute schon mal so festhalten. Und genauso gut kannst du deine Illustrationen am Anfang immer von dunkel nach hell aufbauen und das Weiß deines Zeichenblattes nutzen. Also wir können in den meisten Fällen unserer Illustration zuerst mit der Farbe Grau anlegen. Das hat viele Vorteile und genau das wirst du heute auf dieser Tour erleben und üben. Dann ran an die Pistole, Kompressor an und los geht's. So, wir haben jetzt hier einiges vorbereitet. Das heißt, die grauen Verläufe sind gesprüht. Nur bevor wir jetzt entsprechend weitermachen, werden wir natürlich uns erstmal so ein wenig einsprühen und ich werde dich so ein bisschen darauf vorbereiten, was heute in dieser Illustration untergebracht werden soll. Denn das werden wir jetzt einmal üben. Dafür habe ich auch schon was vorbereitet. Damit wir nicht in unserer Illustration unterwegs sind, nehmen wir einfach ein Blatt Papier, legen das hier so drauf und sind dann damit schon fertig. Gut, was werden wir heute brauchen? Wir brauchen also weiche Tonwertabstufung, also sowas. Dann brauchen wir schärfere Formationen und die können wir wie folgt machen. Wir nehmen einfach unsere Pistole, legen die aufs Blatt Papier auf, drücken den Hebel nach unten und ziehen dann die Farbe. Beziehungsweise ziehen am Bedienhebel und geben Farbe. Und jetzt nehmen wir einfach nur die Luft und verteilen diese Farbspinnen, drücke ich mich mal so aus. Und das versuch einfach mal so ein paar Mal hintereinander. Das ist eine ganz tolle Übung. Du lernst den Umgang mit deiner Airbrush-Pistole spielerisch und gleichzeitig übst du entsprechende Formen. Texturen nennt man sowas auch. Und jetzt kannst du auch mal die Pistole steil drauf halten und einfach Farbe geben. Und so schaffst du entsprechende Blüten mit etwas Fantasie. Und wenn wir jetzt hier mal die Geschichte etwas mehr Farbe geben, dann siehst du,
was sich dort so alles entwickelt. Es macht unheimlich viel Spaß, mal mit der Luft zu spielen und zu sehen, was dabei rauskommt. So, das wäre jetzt die zweite Sache, die wir heute in unserem Bild brauchen. Und jetzt kommt noch die dritte. Und dafür brauchen wir eine fliegende Schablone. Denn wir machen jetzt gleich mal einen Hintergrund, der unheimlich viel Wirkung hat. Und wie gehen wir da vor? Da stelle ich mal kurz die Pistole weg und nehme mir hier so ein 250 Gramm Blatt. Und das zerreißen wir einfach mal in dieser Form. So, zack, das geht doch einfach. Und diese Form, die können wir uns jetzt mal hier oben so drauflegen und auf meiner Magnetplatte einfach festmachen. Und jetzt nutzen wir diese Schablone als scharfe Kante. Das ist die fliegende Schablone. So nennt man das in der Airbrush-Malerei. Und jetzt kommt schon wieder der nächste Tipp, der auch ganz wichtig ist, denn so zerstörst du nichts in deiner Illustration. Denn wenn du jetzt hier oben die Farbe reinsprühst, dann sprüh nicht in dein Motiv, sondern sprüh einfach nur auf die Kante. Und schon haben wir eine Kontur auf unserem Übungsblatt sichtbar. Auf unserem Übungsblatt sichtbar. So, jetzt decken wir einfach wieder ab. Machen das nochmal fest. Nutzen nochmal das Gegenstück unserer Schablone. Das Ganze jetzt entsprechend dreidimensional. Dazu legen wir einfach mal eine Lichtquelle fest. Und ich sage jetzt einfach mal, das Licht kommt von da oben. Und wir sprühen jetzt hier unseren Schatten rein. Und jetzt wird wieder nicht in die Schablone gesprüht, ins Motiv, sondern wieder nur auf die Kante dieser Schablone, aber dabei oben in die Ecke. Und wie wir sehen, funktioniert das spitzenmäßig. Das heißt, du brauchst gar nicht viel Farbe zu sprühen, sondern ganz sachte mit der Farbe umgehen. Das ist Übungssache. Aber dann schaffst du dieses Ergebnis. Das ist doch klasse. Und das, finde ich, kann sich doch sehen lassen. Es braucht auch da etwas Übung, aber wir wissen ja, Übung macht den Meister. So, damit sind wir jetzt auch soweit. Und zudem können wir jetzt noch eine zusätzliche Sache machen, die wir gleich auch brauchen. Dazu nehmen wir uns nochmal ein 250 Gramm Blatt und machen jetzt Folgendes. Wir reißen uns jetzt quasi so ein Teilchen aus dem Blatt Papier. Denn wenn wir das jetzt entsprechend hier so drauf halten und dann da reinsprühen, und jetzt wieder unser Gegenstück nehmen, was wir ja gerade hier oben für diese Schablone gebraucht haben. Aber das nehmen wir jetzt, um hier unten eine scharfe Kante reinzusprühen. Und somit hätten wir
schaut mal genau hin, wie du die Sache gestalten kannst. Auch hier kannst du jetzt mal etwas stärker reingehen. So. Und schon haben wir einen weiteren Verlauf reingesprüht, den wir auch in unserem Bild brauchen. Also hier endet dann der Teil der Übung und wir steigen ein in unser Motiv. Gut, dann nehmen wir jetzt als erstes unser Übungsblatt weg. Zack. Und können direkt mit unserem Hintergrund einsteigen. Dazu nehmen wir unsere bereits vorbereitete Schablone. Die legen wir jetzt hier entsprechend auf. Und wieder. Wenn du die Magnetwand nicht hast, ist das kein Problem. Du kannst das auch mit entsprechendem Klebeband festkleben. Das macht überhaupt nichts. So, wie gehabt, schöne weiche Tonwertabstufung, nicht ins Motiv, sondern nur auf die Schablone. So, jetzt ist uns die Farbe ausgegangen, das macht ja überhaupt nichts, denn wir wissen, wie es geht. 5 Tropfen Wasser, 1, 2, 3, 4, 5. Ein Tropfen Gelb, ein Tropfen Blau und 2 Tropfen Magenta. 1, 2. So, wieder mischen, Finger drauf, nach hinten drücken, auf den Bedienhebel drücken, Hebel nach hinten ziehen, bis es sprudelt, fertig. Ich habe dann immer schon mal ganz gerne so ein Hilfsblatt, wo ich dann einmal kurz den Farbton abstimme und ein wenig raussprühen, damit man weiß, aha, funktioniert. So, machen wir also hier oben weiter. Und du siehst, wir haben unsere Kontur reingesprüht. Jetzt legen wir den Schatten an. Wieder schön die Schablone hier oben in der Spitze anlegen und auch wieder nur auf die Schablone sprühen. Fertig. Und auf dieser Seite machen wir genau das Gleiche. Auch wieder nur auf die Schablone sprühen und fertig. Und du siehst ein ganz tolles Ergebnis. Und das wird noch besser, wenn du jetzt die Schablone wegnimmst. Supi! Was brauchen wir jetzt? Jetzt brauchen wir natürlich eine etwas schärfere Situation in diesem Bereich. Den sprühen wir jetzt. So. Und wir brauchen hier einen entsprechend schärferen Bereich. Und den brauchen wir hier auch noch. So. Und hier
geht es für uns etwas luftiger zu, wie wir auch schon mal so schön sagen. So, das sieht doch schon ganz klasse aus. Jetzt nebeln wir noch ein wenig hier unten in den, ja, sollen wir das jetzt einfach mal schon mal Berg nennen? Also ich finde, das sieht doch jetzt schon danach aus. Und wenn du solche Illustrationen anlegst, dann kannst du die oben rechts in den Ecken auch ruhig schon mal etwas dunkler anlegen. Sowas in der Form. Das sieht immer ganz klasse aus. Das war die zweite Tour auf unserer Reise in der Airbrush-Malerei. Und morgen geht's weiter. Ja, diese scharfe Kontur, die wir ja auch in unser Bild noch einbauen möchten, haben wir heute gar nicht gesprüht. Aber da kommt auch wieder das Angebot, denn ich denke mal, es schadet ja nichts, wenn du noch ein wenig Zeit hast, diese Textur, diese scharfe Situation zu üben, etwas mit der Luft rumspielen, etwas mit der Pistole spielen. Und so bist du morgen fit und kannst es direkt einbauen. So machen wir es. Was nehmen wir heute mit? Fassen wir noch einmal zusammen. In der Airbrush-Malerei ist es vom Vorteil, von unscharf nach scharf zu sprühen. Auf einem weißen Untergrund bauen wir die Illustration von dunkel nach hell auf. Das Weiß des Papiers bleibt unsere hellste Fläche. Du kannst eine Illustration auch von hinten nach vorne aufbauen, um Tiefe zu erzeugen, wie du jetzt gerade gesehen hast. Lass dich überraschen, was als nächstes kommt. Hast du Lust mitzumachen? Dann schreib's mir in die Kommentare und wenn es dir gefallen hat, Daumen hoch. Und denk dran, mach dir keinen Druck. Der Einzige, der Druck machen darf, ist der Kompressor. Wir sehen uns morgen wieder, frei nach Udo Lindenberg. Und ich mach mein Ding. Ist egal, was die anderen sagen. Ach so, was ich noch fragen wollte. Wir haben ja unsere Illustration mit der Farbe Grau angelegt. In welcher Farbe bzw. in welcher Farbumgebung sollen wir denn unsere Illustration in der nächsten Tour gestalten? Eher mit warmen oder mit kalten Farben? Ich freue mich jetzt schon auf die Vorschläge in den Kommentaren. Bis morgen. Bleibe kreativ.